Oh shit. Tu as besoin d'aider? Ja, hier habe ich aufgehört zu filmen. Auf jeden Fall, die arme Sau hat sich hier den tiefsten Graben weit und breit ausgesucht zum Reinbrettern. Da konnten wir dann auch nicht wirklich helfen, jetzt die Karre rausziehen oder sowas. Verletzt war sie auch nicht. Und es war ihr, glaube ich, auch ein bisschen unangenehm. Haben wir sie dann mit ihrem Leid allein gelassen und sind weitergefahren. Ja, wie in der letzten Folge schon erwähnt, hat Papa ziemliche Elektrikprobleme, beziehungsweise gar keine Elektrik mehr. Deswegen haben wir mal die nächste Werkstatt angesteuert. Da mal ein bisschen nachgeforscht und ja, schlussendlich hat die Spannung die Batterie geschmolzen. Da hat der Regler einfach zu viel Spannung durchgelassen für diese LiPo-Batterie. Also wieder eine schwere Bleibatterie rein, die damit kein Problem haben sollte. Und dann weiter Richtung Gorge du Verdon. War ich kurz abgelenkt vom Sonnenuntergang im Rückspiegel. Alter! Boah! Mit vollen Scheinwerfer und Lichtgetöse da rein in den Ort. Okay. Ja, und da wohnen nur so alte Leute und so. Ja. Da ist jetzt, die sind alle schon am Pennen, glaube ich. Ja. Still und heimlich rollen wir hier einen Weg runter. Direkt neben dem kleinen Örtchen Gourdon. Hier hinstellen und Licht aus. Vorm Frühstück. Morgens um 7. Motor durchtreten. Unglaubliche Landschaft hier. Ich musste stehen bleiben, weil Kamera funktioniert nicht. Da ist das Oberstück, hast du da nicht gefilmt? Ja, das ist auch witzig mit dem Kicken und Anschmeißen dachte ich alles gefilmt. Das ist immer, wenn ich nicht kontrolliere, dann oft läuft die nicht, hat sich aufgehangen. Und immer wenn ich kontrolliere, dann funktioniert. Ja, so ist das Leben, ne? Ja, ja. Als Kameramann. Wir hatten nämlich gerade oben eine Kickorgie. Das hört sich ja etwas pervers an. Boah, hier ist es pervers schön, ey. Hallo? Nimmt der denn die Kurve? Arschloch. Ja.
Also ich nehme auch mal so eine Kurve und fahre wie ein Arschloch, aber nicht, wenn gerade offensichtlich einer entgegenkommt. Heute Nacht hatten wir einen sehr schönen Schlafplatz oben auf dem Berg. Mit toller Aussicht. Sehr heller Mond, aber sehr schön. Noch eine Brotzeit gemacht im Schlafsack. Und dann todmüde eingeschlummert und dann aber sofort wieder aufgeweckt von einem Mückenschwarm, der da nachts aktiv wurde. Habe ich alles versucht. Schlafsack ganz zu, das war viel zu heiß. Hemd übers Gesicht, das war auch zu heiß und zu stickig. Mücken totschlagen, das waren zu viele. Da war ich echt dann auf dem Kriegsfuß, ich war so sauer. Dann bin ich irgendwie 5-mal barfuß zum Motorrad gewatschelt durch so eine pieksige Wiese mit ganz vielen Disteln. Da auch noch total am Fluchen. Japanisches Heilpflanzenöl geholt. Mich damit wie ein Bekloppter eingeschmiert. Oder waren dann die Mücken tatsächlich erstmal weg. Aber ich konnte auch nicht schlafen, weil hat total gebrannt im Gesicht. Dann irgendwann, als es eingezogen war, hat es nicht mehr gebrannt, aber da kamen die Mücken wieder. Hab ich schon fast kurz davor war ich mir eine Kippe anzustecken, damit die durch den Rauch ferngehalten werden. Aber dann habe ich mir noch meine Hängematte geholt und mich in das Netz von der Hängematte auf den Boden halt gelegt. Und dann mit meinen Stiefeln hier so rechts und links aufgestellt, dass das Netz mir nicht im Gesicht hängt. Hing mir aber trotzdem im Gesicht und die Stiefel sind immer umgekippt. Und dadurch, dass ich auf dem Hängemattenstoff lag und wir so ein bisschen am Hang lagen, bin ich total nach unten gerutscht immer. Musste ich immer wieder hochkriechen. Also war eine scheiß Nacht auf einem sehr schönen Platz. Aber als ich dann gepennt habe, war es gut. Nur sehr kurz. Bin dann früh aufgewacht von Sonne und Regen gleichzeitig. Und einem Herrn, der seine Maus rausbrachte. Die hüpfte dann da rum. Konnte man auch mal kurz baden. Aber dann schaffen wir wieder keine Strecke. Wir schaffen echt jeden Tag weniger irgendwie. Weil wir meistens spät ins Bett gehen, lang schlafen, dann frühstücken, Frühstücksbrei kochen, Kaffee kochen, dann nochmal baden oft. Motorräder packen dauert auch immer. Dann kommen wir um 12 los, dann müssen wir immer erstmal zum nächsten Schweißer oder Elektriker. Heute übrigens auch wieder, wir sind jetzt auf dem Weg zum Schweißer. Papa muss seinen Heckrahmen schweißen mal wieder. Und ich hier meine Lampenhalterung. Hat sich auch eine Schweißnaht gelöst. Und dann viel Trails gefahren. Immer mal wieder hingelegt. Und dadurch dann am Tag immer so im Schnitt vielleicht 50, 60 Kilometer. Aber habe ich an sich kein Problem mit. Sehr schön. Erleben tun wir mindestens genauso viel, wie wenn man am Tag 700 Kilometer fährt. Das machen ja manche echt mit dem Motorrad. Die fahren dann in einer Woche in die Mongolei oder so. Naja, nicht ganz, aber vielleicht in 3. Wo wir gerade mal nach Südfrankreich kommen. Ein Cruiser. 66. Ein Amerikaner. Peter, Peter. Uiuiui. Da kriegt man schon mal einen Schock, wenn einem so ein Schiff entgegenkommt. Er hat einer Donuts gedreht. Wow.
So, Werkstatt. Boah, ich glaube, wir sind schon an der Küste, diese Städte. Ja. Boah, es ist warm, ey. Puh. Rechts. Okay. Helm auf, Jacke auf, Gang rein, losfahren. Ich würde gerne mal Motor abkühlen. Okay. Vom Pascha. Qualm? Ist mir nicht aufgefallen. Immer schön dreist bleiben. Polizia. Und dann nochmal Abtag. Auch ganz dreist, ne? Ja. Boah, ist das blau. Boah, die machen sogar Platz hier. Ey. Italia. Ah, grazie, mille grazie. Ah, signor, grazie. Prego. Ah, di nulla. Il mio fratello è una zappateria. Ah!
Achtung! Of the West. Wilde See. Grau. Boah, hätte ich Bock jetzt mal reinzuspringen, ey. Ich glaube, das werde ich tun. Oh, das tat gut. Ja. Er will nicht so gern, dass man überholt. Rechts oder was? Nee. Stur. Sturer Bock. Grazie. No, ce l'ho. Carrozziere. Carrozzeria. Ok. Ciao, 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 ciao. Ja, wir haben einige Werkstätten abgeklappert, die uns aber alle nicht helfen konnten oder wollten. Schlussendlich haben wir dann heute auf dem Camping übernachtet, wo uns der Vater des Besitzers dann quasi über Nacht mal wieder Papas Heckkram zusammengeschwissen hat. Wow. Oh. Den habe ich berührt. Fahrerflucht. Wenn man sich total kriminell fühlt vom Fahrstil und vor allem so eine Donner in so einem leichten Seitenhemd vorpest. Die ist echt hart drauf. Da hat auch ein Nackentattoo. Vorsicht, nicht mit der Donner anlegen. Also ich muss echt sagen, dass ich vom Verkehr in Südfrankreich und Italien sehr angetan bin. Wahrscheinlich, weil so viele Roller und Motorräder unterwegs sind. Die Autofahrer haben einen einfach auf dem Schirm. Da erschreckt sich keiner, wenn du überholst. Die machen alle Platz. Guck mal. Kannst du noch so assi überholen in irgendeiner Kurve? Zack. Kleben die sich an den Rand. Also zumindest die Einheimischen sind da echt super cool drauf. Wahrscheinlich alle mal selber Moped gefahren und wissen, wie es läuft. Guck mal, der schrabbelt sich gleich an der Felswand den Rückspiegel ab. Naja, so toll der Verkehr hier auch ist, für uns geht es jetzt endlich langsam raus aus dem Trubel und wieder rein in die Berge.
Pardon, Monsieur. Ah, italiano, italiano. Sì. Sì, sì, sì. Wollte Camping. Campeggio? Sì, poi. Fa problema, ne? No, no, no. Bene, se volete mettervi lì in caso che piove, Sì, va bene. Sì, bene. Sì, 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 va bene, va bene. sì, sì. Tranquilli. Ja, dann Schlafplatz gesichert. ja. So, sehr nass hier.